Ich bin gerade mittendrin beim Gestalten von eigenen Designerpapieren. Bärenstarken sozusagen. Und ich dachte mir, vielleicht möchtest du ja zuschauen oder sogar mitmachen. Dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Jo, ich gestalte gerade ein bisschen eigenes Designerpapier. Das von der Celebration Anfang des Jahres ist ja längst alle. Und habe hier das Stempelset Bärenstark und damit schon ein paar Papierchen gemacht. Auch schon ein paar Projekte, dieses Mini-Album, also dieses richtig Teebüchlein. Mini-Album wäre es auch. Man könnte hier natürlich Text reinstecken und Grüße drauf und Bilder und hast du nicht gesehen. Dann habe ich aus dem Designerpapier, was ich selbst gestaltet habe, schon eine Dreieckskarte gebastelt und ein klitzekleines Rezeptbüchlein. Und jetzt brauche ich neue Designerpapiere. Ein bisschen was habe ich schon gemacht. Ich zeige das mal dazu. Hier habe ich praktisch die Konturenstempel verwendet, diesen einen aus dem Stempelset. Und dann verschieden gestaltet, ein bisschen wenig. Es sind ja Blüten, also eher mit einem Gelb. Da habe ich Osterglocke genommen und mit dem Kirschblüte, glaube ich, Kirschblüte ist es. Und mit, ja, gleich fällt es mir ein. Moment. Olivgrün. Ich wusste doch das Wort. War was mit Früchten, natürlich. Ja, hell und dunkel mit den Blends gestaltet. Das erste Papier. Das zweite Papier, so eins habe ich auch schon verbastelt, ist einfach mit den Stempeln, die praktisch Two-Step, also zwei Schritte Stempel. Einmal die Farbe komplett gestempelt vom Motiv und dann die Konturen obendrauf. Bei den Früchten, also bei den Blättern und den Erdbeeren, Farbe in Farbe. Bei den Blüten habe ich die Kontur in schwarz gestempelt und dann mit den Farben die Fläche. Jo, was haben wir noch? Hier habe ich vorhin mal ein bisschen experimentiert. Ich dachte mir, geht schön bunt. Und du siehst, wenn ich so ein bisschen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, gegen das Licht halte. Da ist embossed und zwar mit in verschiedenen Farben. So haben wir ja Embossingpulver in Weiß und in Silber und in Gold und in farblos. Und um die Embossinglinien in Gelb oder in Grün hinzubekommen, wird praktisch mit farblos embossed, aber vorher mit den Blending-Pinseln der Karton eingefärbt. Jo, jetzt mache ich ein Papier. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es wird. Sind wir beide gespannt. Wir schauen einfach mal. Ich mache mal die Arbeitsfläche frei. Ich nehme mir eine Unterlage, weil es geht ja gern was daneben. Einen weißen Farbkarton. Den lege ich drauf. Eben hat der Postbote geklingelt und hat mir hier so Abdeckband gebracht. Probieren wir gleich mal aus. Ich habe das noch nicht probiert. Wenn das nicht funktioniert, dann weißt du gleich, was nicht funktioniert. Ich nehme da ein Stück ab. Ich möchte das so schräg hier draufsetzen. Reiß mir das mal ab. Und das siehst du jetzt nicht. Ich werde das einmal über meinen Pullover aufdrücken und wieder abnehmen. In der Hoffnung, dass sich da ein paar Fusseln dran sammeln. Und es praktisch nicht zu fest klebt, dass es mir dann nachher nicht das Papier zerreißt. Das werden wir sehen. Wenn das nicht funktioniert, wirst du die ganze Sache am besten wieder vergessen. Aber du weißt, wir haben es mal ausprobiert. Also über meinen Pullover. Machen wir das mal so. Siehst du, das sind so leichte Fussel. Kennt das ja schon. Die T-Shirts haben ja doch so Fasern, die immer wieder abgehen. So, und die habe ich hier auf meinem Klebestreifen und klebe das hier drauf. Jetzt nehme ich mir die Blending-Pinsel. Ich nehme mal den gelben und den grünen und gehe ganz sanft erstmal mit Gelb drüber. Die kräftigste Farbe habe ich erstmal auf den Rand gestempelt oder abgerieben, verblendet. Und jetzt gehe ich über die Linien. Bin ja gespannt, ob das funktioniert. Wenn nicht, sind wir wieder um eine Erfahrung reicher. Ich lege schon, was ich mit meinen ganzen Erdbeerpapieren mache. Dann schreit ja schon wieder nach einem Mini-Album als Erdbeer-Rezeptbuch. Ja, hatten wir zwar letztens schon ein ganz kleines, aber es gibt ja ganz bestimmt noch mehr Erdbeerrezepte. So, wir haben das gleich fertig. Wir machen das gar nicht dramatisch, nur die Kanten möchte ich haben. Das ist wichtig. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Ja, es geht an manchen Stellen gut und an anderen nicht. Ich probiere das mal so in diese Richtung zu ziehen. Eine Stelle habe ich gesehen, da ist Papier mit abgegangen. Das siehst du gleich. Das musst du also ganz vorsichtig machen. Also wenn du mich fragst, Versuch war es wert, aber da brauche ich noch mehr Fusseln auf dem Papier. Aber wir wissen ja schon mal die Richtung des. Okay, ganz vorsichtig. Es gibt ein paar Stellen, da bin ich nicht zufrieden. Es klebt also zu sehr. Weißt du jetzt schon mal? Ich zeige das gleich hoch, dann siehst du das nochmal. Also wirklich ganz vorsichtig lösen. Ich gehe das mal zu quer rüber. Sobald ich merke, es könnte sich eine Faser mitlösen, gehe ich von der Stelle weg und reiße woanders ab. Kann man natürlich aber auch ganz einfach machen. Kennst du ja schon mit meinen Lebenotizzetteln. Extra neu besorgt und wahrscheinlich gut versteckt. Ja, war ein Versuch. Das Abdeckband, wie gesagt, sehr vorsichtig. Die Sache mit dem übers T-Shirt reiben hat schon ein bisschen was gebracht. Entweder länger übers T-Shirt reiben. Müssen wir noch ein bisschen experimentieren. Aber wir versuchen ja. Gleich fertig abgezogen. Und dann habe ich so leichte Streifen hier drauf. Und die wollten wir ja haben. Siehst du, da wo genug Fusseln dran sind, geht es super ab. Fusseltrick ist super. Und dass es nicht am Ende nochmal wieder draufklebt. So, ich zeige dir das sofort und jetzt zeige ich dir auch, wo was ist. Also hier unten hat sich ein bisschen gelöst, das wollten wir gar nicht. Der Rest sieht ziemlich gut aus. Also ich glaube, damit können wir leben. So, gut. Der Versuch, wir haben so eine leichte Streifen, drauf und das wollten wir ja haben. So, und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir loslegen. Ich denke, ich nehme die Erdbeeren. Unbedingt, das soll ja Früchtepapier werden. Die stempel ich in Glutrot. Und zwar jetzt immer so an diese Kanten sortiere ich mir das mal. So. Und noch was hin. Ganz unten in die Ecke. Und das mache ich gleich hier drüben nochmal. Das ist ja eigentlich Sache zum einfach vor sich hin stempeln. So. Und bei diesen Papieren empfiehlt es sich, so mache ich das zumindest, ich mache dann zwischendurch immer mal Fotos von den unterschiedlichen Gestaltungsstufen, um hinterher zu sehen, an welcher Stelle hätte ich aufhören sollen. So, putzt schon den ersten Stempel. Das ist hier schon mal schön fruchtig frisch. Und gehe jetzt als nächstes mit dem Blatt drüber. Und dann nehme ich mal nur die Fläche, olivgrün, und stempel ruhig den ersten und zweiten Abdruck. Wähle ich hier jetzt auch auf meine, ja, ich sag's und mach's nicht, erster und zweiter Abdruck also. Genau. Siehst schon, Anordnung bringt ganz verschiedene Effekte wieder. Ich kann mal unterschiedliche Papiere herstellen. So, und schon hast du wieder einen neuen Effekt im Vergleich zu vorhin. Jo, weiter, was haben wir noch? Wir wollen schon die vollen Farben haben, also nehmen wir einmal Blümchen in Gelb, die großen, und in Blau die kleinen. Ich denke, das ist Mangogelb und das setze ich jetzt aufs Weiße mitten rein, und zwar ist es wieder die Kontur. Das heißt, wir stempeln dann nachher die Fläche nochmal innen rein. Das haben wir schon. Dazu jetzt die Fläche, die große Hütte. Da drehen wir nur so, dass wir halbwegs auf den Blättern sind.
den Konturen, dass da nichts daneben geht, aber das funktioniert. Da ist ein bisschen daneben. Geht trotzdem nett aus. Schön bunt. Ja. Und zwei, noch eine. Blüten sind fertig und jetzt kommen wir mit den blauen Blüten und da bin ich ziemlich glücklich mit Abendblau. Das gefällt mir hier sehr gut zur Kombination. Und die setzen wir ruhig ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich einen Fehler hier drin. Den werden wir mal gucken, wie wir den ausgleichen können. Wenn uns da was auffällt oder einfällt oder ob wir das einfach so lassen. Wo ist das Problem gerade? Ich habe einen zu großen Stempelblock. Also es empfiehlt sich dann einen kleineren zu nehmen, damit man nicht so kippelt. Sollte mal wieder schnell gehen. Aber wir haben jetzt Tempo rausnehmen. Man könnte die Konturen lassen. Eine Blume auch noch verlaufen. Jetzt nehme ich einen kleineren. Und ich finde, ein bisschen kleiner ist er. So. Jetzt also die Blüte reinstempeln. Wieder drehen. Gut wie möglich drauf komme. So, jetzt lassen wir uns schon mal was einfallen für den Fehler. Blüten sind fertig. Kann auch, wenn man so ein großes A4-Blatt gestaltet, einfach in der Mitte sich eine Linie denken und dann die eine Seite irgendwann aufhören zu gestalten und die andere Seite einfach noch fortführen. Ginge auch. So. Das ist schon mal richtig schön bunt. Jetzt brauchen wir, Konturen haben wir, Erdbeerkonturen brauchen wir noch. Und da gehe ich auch noch mal ins Blutrot und gehe so exakt wie möglich hier drauf. Wem das zu wenig Konturen sind, der nimmt einfach einen kräftigeren Rotton. Billy. Vorhin bei dem anderen genommen. Oder die Konturen eben in Memento in Schwarz. Hier sind noch ein bisschen gedreht. Drehen wir mal das Blatt. Und noch einmal so. So, jetzt schauen wir mal, ob wir schon einen Unterschied zu einem der ersten Papiere haben. Also zumindest kann man sie gut miteinander verwenden. Mit diesem kann man es auch gut verwenden. Jo, jetzt siehst du ja, dass ich da hinten so ein paar Linien reingesetzt habe. Was ich nicht wollte, hier drüben. Wir können natürlich immer aus der Not eine Tugend machen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir das wollen. Oder ob wir besser mit dem Hintergrundstempel arbeiten und das einfach kaschieren. Schauen wir ganz kurz, ob ich den auf die Schnelle finde. Ja, ihr kennt es schon, wir haben es schon gedacht. Und zwar ist das hier das Lieblingsset vom Hintergrund, Veriversé. Und einen großen Block. Das ist ja schon ziemlich abgestempelt, das Teil. Jo, und jetzt gehen wir einfach drüber. Hilft nichts, ne? Das haben wir in dem Blau vermatscht. Ich zeige dir das nochmal hoch. Wie gesagt, eine Kante drauf gerutscht. Ich gehe jetzt mal hier auf. Probieren wir erstmal auf Unterlage stempeln. Ich denke, der zweite Abdruck wird es werden. Ja. Und jetzt setze ich den hier. Zweiter, dritter, vierter. Der Reihe nach nebeneinander. Das ist wie so ein Hauch von
Schrift wird. So, geht es weiter nach oben. Die Frage ist dann, ob es mehr zu sehen ist oder weniger. Es geht auch ein bisschen ineinander. Das kannst du jetzt machen, wie du das am liebsten haben möchtest. Ich finde das schon wieder sehr witzig. Da lacht das Buchhändlerherz. Noch haben wir ja eins. Ja. Jo, zum Hintergrund. Ist schon nicht schlecht. Und um das Ganze jetzt noch richtig zu verfeinern, könnte man noch ein bisschen Gold drauf bringen. Das wäre so nach dem Motto, warum denn nicht? Und da das ja jetzt schon abstrakt ist, probieren wir einfach noch eine Variante, indem wir hier dieses Blütenblatt nehmen. Dieses hier. Also du könntest natürlich auch kleine Farbspritzer nehmen. Gibt es auch feine Stempelsets. Aber ich mache das jetzt einfach mal spontan hiermit. Gucke, dass mein Papier trocken ist und hole mir mal mein Embossing-Stempelkissen und mein goldenes Pulver. Der Hoffnung, dass hier alles trocken ist. Noch einmal mit dem Lappen drüber, dass keine Fusseln drauf sind und keine Fettflecken. Mit einem sauberen Lappen. Letztens habe ich einen Lappen, so meinen Schmierlappen genommen. Schlimmer als vorher. Und jetzt setze ich, schauen einfach, wie es aussieht, ne? Hier überall an diese Erdbeeren, diesen Blütenstrunk nennen wir ihn mal. Ja, ich meine, den setze ich erstmal auf die halbe Seite mit meinem Embossing-Stempelkissen. Probierst du auch so gern aus wie ich? Also ich liebe das. Geht auch manchmal was schief. Ich auch gut mit leben. Gibt Schlimmeres. So nach dem Motto, schon was gekonnt ist, einfach nur versucht zu haben. So, ich denke, ich habe sie fast alle. Ich glaube, hier drüben fehlen mir noch zwei. Ich mal ein bisschen gegen das Licht gucken. So. Grauen Haare. Jetzt sind immerhin Haare wieder da. Ja, sein können, sie kommen nicht wieder, aber sie sind alle wieder da. Müssen wir noch ein bisschen wachsen. So. Und trotz Chemo im Moment fallen sie nicht wieder aus. Haben sie mir versprochen, die Docs. Bleiben. So. Und witzig ist jetzt Folgendes, also ich finde es witzig. Auf der Schrift ist noch natürlich auch ein bisschen Gold, weil die war noch nicht ganz trocken. Ich will ja nichts sagen, aber ich hatte das ein bisschen gehofft. Wir schauen mal, wie das am Ende aussieht. Jetzt bin ich ja schon sehr gespannt. So, wo kippen wir jetzt hin? Jetzt kippen wir jetzt hin. So, das empfiehlt sich immer, die Unterlage mit einer Unterlage und noch eine Unterlage, weil jetzt können wir das hier wunderschön hochheben und den letzten Rest hier reinkippen. Jo, jetzt kommt der Moment, wo du sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr zum Zugucken, oder du hörst mal kurz dem Föhn zu. Der geht nämlich jetzt an und ich föhne jetzt das Pulver ein. Soweit, ich zeige dir das mal.
Und zwar so. Also ich bin ja wieder mal begeistert vom Effekt. Das könnte es natürlich beim nächsten wird es exakter, na ist klar. Hier drüben siehst du auch, wo ich vorhin etwas unachtsam zweimal drauf gedruckt habe. Jetzt 2 Stiele dran. Aber selbst das finde ich nicht dramatisch. So, und jetzt sehe ich diesen goldenen Effekt und jetzt kann ich natürlich überlegen, mache ich das nochmal bei einer der Konturen hier einfach, setze ich da eine goldene Kontur drauf. Zum Beispiel wäre es bei den Blättern möglich. Ich könnte aber auch einen Konturenstempel nehmen, Pünktchen wieder draufsetzen. Also je nachdem, wozu ich Lust habe. Aber ich denke, ich nehme mal nochmal die Blätter. Das ist schon witzig, das gefällt mir. Also, ich mache das jetzt aber nur, ich denke mir hier eine Linie auf dieser Seite. Der linken Seite setze ich jetzt die Kontur in die Blätter. Kann mich da ein bisschen ausrichten am Stiel. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn dann jetzt fertig ist. Unten auch noch. Mittellinie haben wir uns jetzt gedacht. Also diese Seite. Die andere Seite lassen wir so. Dann haben wir noch mal was zum Variieren, wenn wir dann das Papier weiterverwenden. Und jetzt gehen wir einmal über die Blätter. Der ersten. Die wieder exakter, ich weiß es schon. Aber es läuft vielleicht bei dir auch keine Kamera mit. So, wo sind wir? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube hier und da. Genau. Kippen wir es hier rum ab. Und gleiches Prozedere wie eben. Wenn da irgendwo was ist, wo es nicht hingehört, kann man lassen, muss man nicht. Ich mache es weg. Puste einmal aufs Papier und setze jetzt noch die letzten, brenne ich jetzt noch ein. So, und dann würde ich mal sagen, ist mein Designerpapier einmal in extrem glitzeriger Variante und einmal in halb glitzeriger Variante fertig. Und ich finde, es sieht sehr schick aus. Jetzt ist natürlich immer die Frage, geht es weiter oder hören wir auf? Ich denke, an der Stelle höre ich auf damit. Was ich noch machen werde, aber wahrscheinlich dann nachher später wieder im stillen Kämmerlein, wenn ich allein bin. Ich werde noch ein ganz einfaches Designerpapier machen. Entweder nur mit ein paar einfarbigen Blättern oder nur Blüten, damit ich was zum Kombinieren habe, wenn ich die dann weiter verarbeite. So, jetzt legen wir nochmal alles nebeneinander. Wir haben hier dieses, dem weißen Hintergrund, das farbige eingefärbte, auch mit den farbig embossten, das kolorierte mit den Stampin' Blends und hier dieses extravagante, glänzende mit den Embossing-Elementen in Gold. Jo, und das war's schon wieder. Vielleicht hat es dir gefallen, mal zugucken, was ich so zwischendurch mache, wenn ich einfach ausprobiere. Ja, fertig sind wir schon mit dem Video. Vielleicht hat dir das Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Willst du die Idee nachmachen, abonniere dir das Video und ich verlinke dir auch andere Videos, was ich da mit dem Papier schon gemacht habe. Abonniere am besten meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner kreativen Ideen und Anleitungen. Gib mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich riesig. Und falls dir was nicht gefallen hat, bevor du den Daumen runter setzt, sag mir doch einfach, was ich ändern kann oder was dir nicht so gefällt. Die verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Gern beantworte ich dir all deine Fragen dazu. Ich wünsche dir kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.